Willkommen hier beim ersten Teil meines Buches Dein Buch schreiben. Dieses Buch ist eine Ergänzung zu meinem Buch Passives Einkommen mit Kindle E-Books schreiben, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du mit dem Selbstschreiben oder Schreiben lassen von Amazon Kindle E-Books online viel Geld verdienen kannst, ohne vorher auch nur einen Cent zu investieren. Die heutigen Kapitel findest du mit der Möglichkeit, sie direkt aufzurufen, in der Videobeschreibung. Dort findest du auch alle bereits fertigen Teile des Buches als Playlist. Das Buch Passives Einkommen mit Kindle E-Books schreiben findest du auf meinem Kanal schon vollständig eingespielt. Der Link zum Kanal steht in der Videobeschreibung. Doch jetzt lass uns beginnen. Dein Buch schreiben. Wie du in weniger als 4 Wochen dein erstes Ratgeber-E-Book oder Taschenbuch schreibst und es bei Amazon ohne Kosten veröffentlichst. Von Michael Jeckel. Widmung. Dieses Buch ist all denen gewidmet, die Freude am Schreiben haben, sich aber nicht trauen oder nicht wissen, wie man ein Buch oder E-Book schreibt und ganz ohne Kosten und Risiko veröffentlicht. Glaube mir, es ist einfacher, als du denkst. Kapitel 1. Einleitung. Hallo, ich bin Michael Jeckel, der Autor dieses Buches. Ich freue mich sehr, dass du dieses Buch gekauft hast. Du kannst sicher sein, dass sich der Kauf für dich lohnen wird. In der Regel gibt es 3 Beweggründe, warum meine Leser dieses Buch kaufen. Zum einen sind es Menschen, die schon immer gern geschrieben, aber nicht im Traum daran gedacht haben, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Zum anderen sind es Menschen, die davon gehört haben, dass mit dem Veröffentlichen von E-Books und Taschenbüchern bei Amazon gutes Geld verdient werden kann. Und das, ohne selbst auch nur einen Euro dafür bezahlen zu müssen. Und zum dritten sind es Leser meines Buches Passives Einkommen durch Kindle E-Books schreiben, die sich dieses Buch als Weiterführung gewünscht haben. Denn hier erkläre ich Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst, um in kurzer Zeit ein für deine Leser wertvolles Ratgeber-E-Book oder Taschenbuch zu schreiben. Wenn du zu der ersten Kategorie, also zu denen zählst, die gern schreiben, bist du im Vorteil. Denn du verknüpfst die Leidenschaft zum Schreiben mit der Möglichkeit, nebenbei damit passiv gutes Geld zu verdienen. Was Passivgeld verdienen bedeutet, erfährst du gleich. Aber auch, wenn du nur Geld mit E-Books und Taschenbüchern verdienen willst, ist dieses Buch ideal für dich. Warum ist das so? Seit vielen Monaten grassiert im Internet ein Geschäftsmodell, das auf den ersten Blick hochinteressant scheint. Es basiert darauf, viele E-Books bei Amazon zu populären Themen wie Dating, Abnehmen, Rezepte, Muskelaufbau und Ähnlichem zu veröffentlichen. So schaffst du dir in wenigen Monaten einen Pool von 60 E-Books und mehr. Nun kann natürlich niemand 60 E-Books in 2 Monaten schreiben, schon gar nicht, wenn sie qualitativ hochwertig sind. Deshalb sucht man sich mehrere Ghostwriter, die für möglichst wenig Geld E-Book-Texte schreiben. In der Regel kosten diese Texte 2 bis 3 Cent je Wort. Damit die Texte nicht zu teuer werden, begnügt man sich mit 3.500 bis 5.000 Worten, also mit Texten, die zwischen 70 und 150 Euro kosten. Da sich aber viele auf diese Themen stürzen und nahezu täglich neue Bücher mit Low-Carb-Rezepten, Dating-Tipps für Männer und Frauen und so weiter veröffentlicht werden, halten sich diese Bücher nur selten länger auf der ersten Angebotsseite im Amazon Kindle Shop und viele spielen nicht einmal ihre Kosten wieder ein. Schnell kommt man dahinter, dass sich nur E-Books lohnen, die qualitativ hochwertig sind. Qualitativ hochwertige Texte bekommst du aber nicht für 2 Cent je Wort und ein gutes E-Book, besonders dann, wenn aus diesem Text auch ein Taschenbuch entstehen soll, sollte mehr als 10.000 Worte, besser mindestens 15.000 Worte haben. Das entspricht bei einem Taschenbuch ungefähr 100 Seiten. So ein Text mit 15.000 Worten zu je 4,5 Cent kostet dann schon 675 Euro. Diese 675 Euro kannst du dir sparen, wenn du deine Texte selbst schreibst. In diesem Buch zeige ich dir Schritt für Schritt, worauf es beim Schreiben eigener Texte ankommt, und so werden auch diejenigen, die bisher viel Geld an Ghostwriter für eher minderwertige Texte bezahlt haben, lernen, hochwertige für ihre Leser wertvolle Texte selbst zu schreiben. E-Books und Taschenbücher, mit denen sie dauerhaft gutes Geld verdienen. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit den Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen. Gerade das Internet ist eine ideale Plattform dafür. Denn nirgendwo anders kann man mit weniger Geld und weniger Risiko ein lukratives Neben- oder Haupteinkommen aufbauen.
Um dieses Thema geht es in fast allen meinen Büchern, die du im Amazon Kindle Shop findest. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich du zu dir sage. Ich betrachte alle meine Leser als Freunde, denn gerade unter Freunden lassen sich wichtige Informationen am besten transportieren. Und das Thema Geld und Geld verdienen ist nun einmal ein wichtiges Thema. Ob es uns nun gefällt oder nicht. In diesem Buch geht es darum, mit einem Editor wie MS Word oder dem kostenlosen OpenOffice Texte zu schreiben, die dann bei Amazon als E-Book oder Taschenbuch veröffentlicht werden. Das ist einfacher als du denkst. Denn alles, was du darüber wissen musst, lernst du in diesem Buch. Und zwar aus erster Hand, denn ich schreibe nur über Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen, die ich selbst erfolgreich umgesetzt habe. Ich schreibe Ratgeber und keine Romane. Das liegt daran, dass ich mich seit Jahren aktiv mit dem Thema Geldverdienen im Internet beschäftige und darin inzwischen ein großes Wissen angesammelt habe, das ich gern an meine Leser weitergeben will. Deshalb wird es in diesem Buch auch um das Schreiben von Ratgebern und nicht um Romane schreiben und Ähnliches gehen. So wie mir meine passiven Verdienstwege helfen, heute auch mit einer geringen Rente sehr gut leben zu können, möchte ich, dass auch andere nicht wegen zu wenig Geld im Alter dazu gezwungen sind, zusätzlich noch für einen Mindestlohn arbeiten gehen zu müssen. Für viele älteren Jahrgangs werden meine Bücher zu spät kommen, für jeden aber, der noch jung ist, sei es 20, 30, 40 oder 50 und auch 60 Jahre, ist es die ideale Zeit, sich ein passives Einkommen zur Sicherung des Alters aufzubauen. Dieses hier vorliegende Buch ist das 5. aus einer Serie von Büchern, die sich mit den Möglichkeiten beschäftigt, Geld im Internet zu verdienen. Doch auch dazu mehr am Ende dieses Buches. Ein großes Thema heutzutage ist die Rente. Egal wie alt du gerade bist. Denn wie sich die Rentenversicherung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten weiterentwickelt, ob es sie in ferner Zukunft überhaupt noch gibt, weiß niemand. Nur eines ist klar: Die Beträge, die du einmal als Rente bekommen wirst, werden nicht mehr so hoch sein wie bei den heutigen Rentnern. Und wenn du deinen aktuellen Lebensstandard halten willst, musst du vorsorgen oder, wenn du dazu nicht in der Lage bist, später auch im Ruhestand noch hinzu verdienen. Du brauchst zusätzliches Einkommen, um dein Auskommen zu haben. Viele Rentner verdienen heute schon durch aktive Arbeit dazu. Sie machen das, was sie das ganze Leben schon gemacht haben. Sie verkaufen ihre Lebenszeit für Geld. Unsere Politiker führen das darauf zurück, dass unsere Alten noch zu vital sind, um in den Ruhestand zu gehen. Ihrer Meinung nach wollen sie weiterarbeiten, um sich zu Hause nicht zu langweilen. Vielleicht kommt daher das Bestreben, das Rentenalter immer weiter nach oben zu setzen. Dabei sind es mit Sicherheit die wenigsten, die sich zu Hause langweilen und deshalb einen oder zwei zusätzliche Minijobs annehmen. Den meisten bleibt gar nichts anderes übrig, da ihre Rente zu gering ist und sie sozial verarmen, wenn sie sich die Teilnahme am öffentlichen Leben nicht mehr leisten können. Aktives Einkommen ist allerdings begrenzt durch die Zeit. Niemand kann seine Arbeitskraft mehr als 24 Stunden am Tag verkaufen. Bei passivem Einkommen ist das anders. Geld, gut angelegt, arbeitet 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche für dich und erwirtschaftet Zinsen, Zinseszinsen und Dividenden. Ohne dass du noch etwas dafür tun musst. Doch was machen die, die kein Geld sparen können, weil sie ohnehin nur gerade so viel Geld verdienen, dass es zum Leben reicht? Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen. Unser Thema hier in diesem Buch ist es, passives Einkommen durch das Schreiben von Kindle E-Books oder Taschenbüchern zu generieren. Eine Möglichkeit, das wirst du am Ende dieses Buches sehen, die äußerst lukrativ ist und einfacher, als du jetzt noch denkst. Du traust es dir nicht zu, Bücher zu schreiben? Kein Problem, denn bei Kindle E-Books handelt es sich eigentlich gar nicht um richtige Bücher, sondern nur um einfache Texte. Texte, die du ganz einfach mit einem Textverarbeitungsprogramm wie Microsoft Word oder OpenOffice erstellen kannst. Microsoft Word wird heute schon bei vielen Computern gleich mitgeliefert. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, lade dir das kostenlose Programm OpenOffice zum Beispiel von der Website chip.de herunter. Eines gleich vorweg: Ohne Arbeit geht es nicht. Auch beim Aufbau von passivem Einkommen geht es nicht, ohne erst einmal arbeiten zu müssen. Nichts wird dir geschenkt und nichts fällt dir in den Schoß. Doch das Großartige an passivem Einkommen ist, dass du in aller Regel nur einmal dafür arbeiten musst und dann immer wieder Gewinn davon hast. So wie wenn du nur einmal Geld verdienst,
das du dann lukrativ anlegst und anschließend immer wieder Gewinne aus Zinsen, Zinseszinsen oder Dividende daraus erwirtschaftest. Wenn du bereit bist, die nächsten Wochen oder Monate intensiv nach diesem Buch zu arbeiten, hast du es geschafft und dir eine Ansammlung von E-Books aufgebaut, die dir mehrere 100 € im Monat erwirtschaften. Und du kannst nach und nach immer wieder einmal ein neues E-Book schreiben, um so deine Einnahmen zu steigern. Also, lass uns beginnen. Kapitel 2. Was genau ist denn ein E-Book? Wie schon gesagt, E-Books eignen sich besonders gut für den Aufbau passiver Einkommensströme. Denn schon ein gut geschriebenes E-Book, mit dem du den Nerv deiner Leserschaft getroffen hast, kann dir mehr Geld einbringen als ein 450-€ Job, für den du jeden Monat meist mehr als 50 Stunden deines Lebens verkaufen musst. Dabei ist ein E-Book einfach nur ein Textdokument, das übersichtlich strukturiert deinem Leser zum Beispiel dabei hilft, ein Problem zu lösen. Je perfekter die Lösung ist, desto besser wird sich dein Buch verkaufen. Denn desto zufriedener sind deine Leser. Und das zeigen sie dann gern auch in einer positiven Rezension. Doch dazu später mehr. Um einen Bestseller zu landen, musst du aber erst einmal einen heißen Markt finden. Eine Nische, in der die Nachfrage nach deinem Thema groß genug ist und es nur wenige Bücher zum gleichen Thema gibt, die es mit deinem Buch aufnehmen können. Ich zeige dir hier in diesem Buch Techniken, wie du in rasender Geschwindigkeit dein erstes E-Book schreibst und wie du es dann ohne Kosten bei Amazon einstellen und zum Kauf anbieten kannst. E-Books haben viele Vorteile. Sie können, einmal geschrieben, tausendfach verkauft werden, ohne dass Produktionskosten dafür entstehen würden. Der Leser bekommt sein E-Book sofort ohne zeitlichen Verzug übermittelt und kann es per E-Book-Reader, auf dem PC, dem Laptop, dem Tablet oder sogar auf seinem Handy jederzeit und so oft er will lesen. Lese-Apps für den PC, den Laptop, das Tablet oder das Handy können ganz einfach kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Kein Wunder, dass der Umsatz von E-Books von Jahr zu Jahr zunimmt. So schrieb das Börsenblatt am 16. August 2018. Anfang des Zitats. Umsatz knackt 100 Millionen € Grenze. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz mit E-Books am Publikumsmarkt, ohne Schul- und Fachbücher, im Vergleich zur Vorjahresperiode um 11,3% und lag bei 100,6 Millionen €. Dafür sorgten mehr Käufer und vor allem der gestiegene Absatz, plus 16,4%, bei gesunkenem Durchschnittspreis. Ende des Zitats. Wäre es da nicht schön, ein kleines Stück dieses Kuchens abzubekommen? Ich verspreche dir, wenn du in deinem Kindle Direct Publishing Account, so nennt sich der Bereich bei Amazon, in dem du später dein Buch veröffentlichst, das erste Mal eine Provision für den Verkauf deines E-Books oder später deines Taschenbuchs feststellst, wirst du begeistert sein und sofort nach einem neuen Thema für dein nächstes Buch suchen. Und glaube mir, besonders stolz wirst du sein, wenn du erst einmal dein erstes, gedrucktes Taschenbuch in den Händen hältst. Wenn das der Fall ist, dann hat dieses Buch hier seinen Sinn erfüllt. Und wenn du dich an die Vorgehensweise hältst, die ich dir hier aufzeige, wird es das auch tun. Kapitel 3. Jeder kann ein erfolgreiches Buch schreiben. Wenn ich Freunden eines meiner Bücher gebe, damit sie mir helfen, Fehler zu finden oder unverständliche Formulierungen zu verbessern, höre ich immer wieder: Ich könnte keine Bücher schreiben. Doch das stimmt nicht. Jeder, der imstande ist, zusammenhängende Sätze zu sprechen oder Situationen zu beschreiben, kann auch ein Buch schreiben. Du musst einfach nur wissen, worüber du schreiben willst und dann sorgfältig recherchieren, bis du alle Informationen, die für dein Thema wichtig sind, zusammengetragen hast. Wenn du so schreibst, wie du dich mit einem Freund unterhalten würdest, liegst du absolut richtig. Menschen mögen keine Schulmeister, die sie von oben herab behandeln. Sie mögen Menschen, die sind wie sie selbst und die ihnen die Tipps und Hinweise geben, die sie brauchen, um ein Ziel zu erreichen. So wie du dieses Buch liest, um deinen ersten Bestseller zu schreiben und damit gutes Geld zu verdienen. Natürlich brauchst du erst einmal eine helfende Hand, die dir zeigt, wie du am besten vorgehen solltest. Die wenigsten sind zum Erfolgsautor geboren. Und hier soll dir mein Buch helfen. Auch ich habe mich nicht hingesetzt und sofort ein großartiges Buch geschrieben. Und obwohl ich jetzt schon 5 Bücher über verschiedene Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen, geschrieben habe, bin ich immer noch nicht perfekt und werde es wahrscheinlich auch niemals sein. Aber ich habe für mich eine Technik entwickelt, die mir hilft, Bücher zu schreiben, die andere gern lesen.
Bücher, die anderen helfen und die sich verkaufen. Darauf kommt es doch an, oder? Ich bin sogar froh, dass viele glauben, sie könnten kein Buch schreiben. Denn wenn das jeder machen würde. Du hast dieses Buch gekauft, weil du Bücher schreiben willst. Und damit bist du eine Ausnahme. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass es jeder könnte. Gratulation. Kapitel 4. Schreiben ist einfacher, als du jetzt noch denkst. Viele scheuen vor dem Schreiben eines E-Books zurück, weil sie diese Aufgabe für zu groß und zu kompliziert halten. Weil sie denken, sie müssten Unmengen an Zeit und vielleicht auch Geld investieren. Sicher, du musst arbeiten. Du musst ein sinnvolles und hilfreiches Buch schreiben und du musst es vermarkten, damit es auch gekauft wird. Aber keine Sorge, genau das alles lernst du hier. Ich schreibe ausschließlich Sachbücher, und darum geht es hier in diesem Buch auch. Keine Romane und keine Krimi. Denn Sachbücher müssen nicht unendlich viele Seiten haben. Sie müssen lediglich die Lösung für ein Problem bieten. Und das ohne große Umschweife. Dein Leser kauft dein Buch, weil er auf seine Fragen Antworten sucht. Und wenn du diese Antworten lieferst, dann ist er glücklich und wird dein Buch weiterempfehlen. Und das ist dein Ziel. Oft reicht es schon, wenn dein Text um die 10.000 Worte hat. Wenn du zum Beispiel die Schriftart Calibri verwendest und eine Schriftgröße von 12, dann passen bei einem Zeilenabstand von 1,5 rund 244 Wörter oder 1500 Buchstaben mit Leerzeichen auf eine DIN A4-Seite. Bei einem Text mit 10.000 Worten wären das knapp 40 DIN A4-Seiten. Das sollte doch zu schaffen sein, meinst du nicht auch? Dazu kommen dann noch die Titelseite, das Inhaltsverzeichnis, das Impressum und der Haftungsausschluss und schon bist du bei 44 Seiten. 10.000 Worte sollten es aber schon sein und wenn du sorgfältig recherchierst, wird es eher mehr. Du wirst schnell merken, dass es nicht die Schreibarbeit ist, die viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern die Recherche. Denn hier ist absolute Sorgfalt geboten. So viel zu diesem Video. Wenn dich das Thema interessiert, solltest du dir unbedingt auch das nächste Video in dieser Serie ansehen. Dazu abonnierst du am besten meinen Kanal und klickst auch auf die Glocke. So verpasst du keine neue Folge. Schau dir auch auf meinen Kanal die Videos zu meinem Buch Passives Einkommen mit Kindle E-Books schreiben an. Es ist die ideale Ergänzung zu diesem Buch hier, denn dort zeige ich dir Schritt für Schritt den Aufbau deines eigenen Kindle E-Book Business. Den Link zur Playlist findest du in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, alles Gute und viel Erfolg.